2019 sind wir in die Türkei ausgewandert. Ich habe euch im letzten Video ja schon erzählt, wie wir auf Türkei gekommen sind, dass wir alles in Deutschland hinter uns gelassen haben und in die Türkei gezogen sind. Ähm, Was ich noch aufklären möchte, ist, weil ich habe jetzt, obwohl ich ein kleiner Anfänger bin, habe ich Kommentare bei Insta und TikTok bekommen. Auch ein paar Nachrichten wurden mir geschrieben, halt wie das Leben so ist, wie wir gerade Geld verdienen in der Türkei. Ich möchte eins klären. Wir sind 2019 in die Türkei ausgewandert, danach 2023 in die USA, dann nach der USA wieder zurück in die Türkei und momentan sind wir in Deutschland. Also das ist so unsere Geschichte, die ich hier auf dem Kanal erzählen werde. Alles nach der Reihe. Wo waren wir beim letzten Video stehen geblieben? Genau, wir saßen im Flugzeug, sind jetzt nach Urla geflogen, also nach Izmir zum Flughafen. Meine Eltern haben uns abgeholt. Wir sind in das Haus, was wir gemietet haben, und haben erstmal eine geile Zeit gehabt am Anfang. Das heißt, wir haben uns gedacht, wir lassen jetzt erstmal alles liegen und stehen. Papierkram und das ganze Zeug machen wir erst später. Wir machen erstmal Urlaub. Und so war es dann auch. Wir waren jeden Tag morgens, abends draußen essen, haben gegrillt daheim. Freunde sind aus Deutschland gekommen, haben uns besucht. Mein Bruder war dann auch da. Wir haben einfach eine geile Zeit gehabt. Mit uns ausgewandert ist halt meine Frau, meine Tochter, ich, dann Katze, Hund und mein Schwiegervater ist auch mit uns ausgewandert. Der hat bei uns gelebt. Und genau, wir hatten am Anfang eine coole Zeit. Was dann passiert ist, schon nach ein paar Wochen, ich gehe es mal Schritt für Schritt durch. Wir hatten eine Umzugsfirma, also ich wollte eine Umzugsfirma organisieren, damals in Deutschland, dass alles reibungslos abläuft. Ich habe mir dann ein paar Angebote geholt gehabt. Im Durchschnitt waren es ungefähr 10.000 Euro für Möbel und et cetera, für ein Vierzimmerhaus mit Gartenmöbel und so. Also, ihr könnt's euch ungefähr vorstellen, wie viel Möbel das sind. Die wollten 10.000 Euro haben. Danach kam das, was die Türken so lieben. Irgendjemand sagte einer: „Halt, stopp, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt." Genau. Und der hat dann gesagt, er macht's für 5.000. Die Kurzform ist, 2 Paletten sind nicht angekommen, und das Komische ist, es waren neue Sachen auf den Paletten drauf, weil wir haben viele Elektrogeräte, Haushaltsgeräte und sowas haben wir in Deutschland schon mal vorgekauft, weil wir wussten, in der Türkei ist sowas teurer, und genau die 2 Paletten sind verschwunden. Ähm, Der Umzugswagen ist eine Woche zu spät gekommen und der Typ war nie wieder erreichbar. Das ist die Kurzform. Also überlegt euch das gut, wenn ihr Auswandern plant, also mit den Sachen mitzunehmen, dann macht es richtig. Und dann war es halt, wie gesagt, die Anfangszeit war super. Das Haus, wo wir dann gemietet hatten, das war ja mit Möbeln, und wir haben die Sachen, die aus Deutschland gekommen sind, erstmal zwischengelagert. Das Problem war beim gemieteten Haus aber, dass der Vermieter auf einmal angefangen hat, Überraschungsbesuche zu machen. Und das war dann für uns wirklich irgendwann ein No-Go. Und es war halt ein älterer Herr, sorry, wo wir halt jetzt auch nicht respektlos sein wollten gegenüber ihm, weil ist es einfach so. Wir haben dann gesagt: „Okay, wir wollten eh ein Haus kaufen, lass uns mal schauen, was es so gibt zum Kaufen." Wir haben anfangs keinen Makler, also wir haben gar keinen Makler in die Sache eingemischt. Es gibt eine Internetseite, sahibinden.com. Dort kann man Immobilien suchen. So haben wir auch das Haus zur Miete gefunden gehabt. Das Problem bei uns war dann, noch mal kurz zu meinem Schwiegervater. Mein Schwiegervater hatte einen Unfall und er war halt Pflegestufe 2. Das heißt, er konnte nur mit Rollator gehen und hat halt ein Pflegebett und sowas gebraucht. Das heißt, wir haben nach 'm Haus gesucht, was vielleicht eine Anliegerwohnung dran hat oder irgendwie so einen eigenen Bereich im Erdgeschoss, wo er halt leben kann. Ja, ist in der Türkei ein bisschen schwer, weil die meisten modernen Häuser werden so gebaut, dass das Erdgeschoss, Wohnzimmer, Küche, Toilette ist und alles andere ist halt in den oberen Stockwerken.
Es gab ein paar Häuser, wo ich dann wirklich traurig war, dass wir es nicht kaufen konnten, weil wir für meinen, Schwiegervater keinen Platz hatten sozusagen. Und wir sind dann aber irgendwann in unserer Siedlung, weil das Haus, was wir gemietet haben, das war in so einer Siedlung, halt Community, Site sagen die Türken dazu, sind wir halt spazieren gegangen und da war dann ein Haus, was zum Verkauf stand. Da war so ein Schild. Wir haben uns das Haus so von draußen ein bisschen angeschaut und dann ist auch gleich der Besitzer rausgekommen: „Hey, sucht ihr jemanden? Wie kann ich euch helfen?“ Ich liebe diese Freundlichkeit der Türken, Leute, ich schwöre es dir. Im Vergleich zu Deutschland, wenn man sich ein paar Gesichter anschaut, na ja, egal, andere Geschichte. Ähm, Wir sind dann rein, er hat uns gleich 'n Tee gemacht, hat uns Baklava angeboten und Leute, das Haus war der Hammer. Es hat uns so gut gefallen, dass wir gleich gesagt haben: „Wir kaufen das Haus“, haben ihm gleich an demselben Tag 'ne Anzahlung überwiesen. Ähm, Am nächsten Tag waren wir beim Notar und haben das Haus gekauft. Und das war so, wir sind Ende Mai sind wir nach Urla ausgewandert und Ende Juni haben wir das Haus schon gekauft gehabt. Und der wollte halt nur: „Hey, gibt's mir bis 1. August Zeit, machen wir dann die Übergabe.“ Ich muss ja auch noch alles organisieren. Wir haben gesagt: „Ja, du, kein Problem, machen wir es so.“ Eigenheim hatten wir jetzt, dann war halt die nächste Frage: Was arbeiten wir jetzt? Weil das ist so auch einer der Sachen, was hier oft gefragt wird. Eine Sache noch vorab, Leute, wir sind deutsche Staatsbürger, aber unsere Eltern sind Türken, das heißt, wir haben eine Mavi-Card. Bei uns ist vieles einfacher als wie jetzt Deutsch-Deutsche, wenn sie in die Türkei auswandern. Dazu kann ich euch nicht viele Infos geben. Vielleicht gibt es ein paar YouTuber oder so, wo ihr euch diese Infos holen könnt. Ich versuche das zu beantworten, was ich weiß. Ich werde keine Lügen erzählen, halt einfach Realität. Genau, dann haben wir eben gesagt, was machen wir jetzt wegen Arbeit und so. Wir hatten noch Geld übrig. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns einen Laden mieten oder kaufen, irgendwas, wo wir was eröffnen können. Vielleicht ein Café, irgendetwas. Wir haben dann einen Laden gesucht, wurden jetzt erst auch, wir haben nichts gefunden am Anfang und irgendwann bin ich halt für Katze und Hund Futter holen gegangen und in der Türkei kennt man sich ja nach ein paar Wochen. Also die Leute sagen Abi und Abla und wie geht's dir? Und die erinnern sich einfach an jemanden. Das heißt, ich war dann wieder Hundefutter kaufen und der Typ hat mich halt gefragt, so, hey Abe, was machst du hier? Bist du zum Urlaub machen hier oder halt, was machst du hier? Das lieben die Türken. Die müssen unbedingt wissen, wie es auf deinem Bankkonto ausschaut, sagen wir es mal so. Ich habe dann gesagt, ja, ich will irgendwie einen Laden mieten oder kaufen, ich möchte irgendwas eröffnen. Dann hat er gesagt, hey, unten an der Hauptstraße wird gerade ein Einkaufszentrum eröffnet. Es ist es noch im Bau, geh und schau mal dort nach. Dann bin ich dorthin gefahren, dann ist der Makler auch gleich aus dem Container rausgesprungen, weil er natürlich das deutsche Kennzeichen gesehen hat. Da mache ich dann auch mal Videos dazu, wie man als Deutsch-Türke oder als Deutscher in der Türkei geliebt wird und warum man so geliebt wird. Also er ist dann rausgesprungen, hat gesagt, ja, wir haben noch 3 Läden frei, die zum Verkauf sind. Und alle Läden sind schon vermietet. Das heißt, die verkauft wurden, sind schon vermietet und die noch nicht verkauft wurden, sind auch schon vermietet. Das heißt, wir können selber nichts dort aufmachen. Dann haben wir mit meiner Frau geredet und haben gesagt, okay, dann lass uns erstmal investieren. Dann haben wir wenigstens ein Nebeneinkommen, Miete. Das Problem war aber, es ist ein Laden in einem Einkaufszentrum. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, als wenn du einen Laden an der Straße kaufst oder sowas. Deswegen haben wir einen Anwalt, eingeschalten, weil im Endeffekt hast du mehrere Verträge. Du hast einen Vertrag Vermieter-Mieter, Vermieter-Einkaufszentrum, Mieter-Einkaufszentrum. 3 Parteien, spielen da mit und da muss man halt aufpassen, weil, ich gebe euch ein Beispiel: Wenn der Mieter zum Beispiel raus ist, du kannst selber nicht entscheiden, wer den Laden als Nächstes mietet. Das Einkaufszentrum muss das absegnen. Deswegen muss man immer bei solchen Sachen aufpassen. Anwalt eingeschaltet, die Verträge alles kontrollieren lassen. Ein paar Sachen konnten wir zugunsten unserer Seite ändern und
Dann war damit Investition auch getätigt und wir haben weitergelebt, auf gut Deutsch gesagt. Ich schaue jetzt noch kurz meine Notizen. Ganz kurz noch, ich bin einer, ich werde jetzt nicht viel rumcutten und schneiden und hier machen. Ich werde alles auf One Take aufnehmen. Deswegen, wenn und Überlegungen drin sind, tut es mir leid, aber ich werde das einfach so erzählen. Deswegen werden die Videos bei mir so aussehen. Dann gehen wir weiter. Also schönes Leben gehabt. Wir hatten in der Community, hatten wir einen Pool, Spielplatz, Basketballplatz, waren dort sehr oft. Wir waren oft am Meer, wir waren draußen essen. Eigentlich haben wir halt Urlaub gemacht. Jetzt möchte ich kurz ein paar Sachen noch sagen, weil ich gehe jetzt mal auf ein paar Fragen und Nachrichten ein, die ich bekommen habe. Danke, Leute. Also mich freut es, wenn ich sowas bekomme, weil ich bin ja noch ganz am Anfang. Genau. Also was mir so gefragt wird oft ist, was arbeitet ihr? Das habe ich ja jetzt schon gesagt. Reicht so viel Geld fürs Leben in der Türkei? Auf wie viel Geld muss ich mitnehmen? Leute, jeder Mensch, jede Familie ist da anders. Es kommt darauf an, was ihr in der Türkei erwartet. Seid ihr alleine? Habt ihr eine Familie? Habt ihr wie wir noch einen Pflegefall mit dabei? Also man kann mit 1.000 € im Monat auskommen, aber es kann auch sein, dass dir 5.000 € im Monat nicht reichen. Das kann man so nicht in einem Kommentar beantworten. Es kommt auf eure Situation drauf an. Wenn ich jetzt sage, hey, für 1.000 € lebst du in der Türkei, dann gehst du hin und siehst dann, oh, ich wohne jetzt in Urla, einer der beliebtesten Orte in der Türkei, aber meine Miete ist schon 2.000 € momentan, dann denkst du dir auch so, wo bin ich denn hingekommen? Weil die Inflation in der Türkei hat richtig gekickt in den letzten Jahren. Aber da werde ich auch noch Videos dazu machen. Beispiel, das Haus, was wir damals gemietet haben, hat gekostet, ich rechne es mal in Euro um, ich glaube 450 € Miete haben wir bezahlt und momentan wollen sie für dieses Haus roundabout 2.000 €. Also das ist jetzt 2019 zu 2026. Auch das Haus, was an Wert hatte. Also es gibt Immobilien, die wir uns angeschaut haben. Ich gehe jetzt mal von einer aus, die war direkt am Meer. Es war ein Neubau. Wir wären die Ersten gewesen, die eingezogen sind. Für das Haus wollten sie 250.000 € damals haben und momentan wollen sie für so ein Haus 700.000 € circa. Also wir reden in einem Land, wo der Mindestlohn 2019 450 € war und ich glaube jetzt 600 €. Also ich mache jetzt nicht die Türkei oder Deutschland oder die USA in meinem Video schlecht, Leute. Es geht nur darum, ich erzähle euch die Wahrheit. Ich bin auch auf TikTok und Insta und YouTube unterwegs. Ich schaue mir auch viele Videos an. Meiner Meinung nach, viele erzählen es immer zu schön. Deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich mal Videos dazu. Ist Auswandern geil? Macht es Spaß? Ja, aber ihr müsst, wie gesagt, ihr müsst einen Plan haben und ihr braucht das nötige Kleingeld dazu. Und es ist eigentlich kein Kleingeld, weil ich gebe euch ein Beispiel. Mich hat ein Freund gefragt vor ein paar Jahren, hey Sinan, es gibt ein Callcenter, die würden mir 1.500 € im Monat bezahlen. Er hat halt Kinder, auch 2 Stück. Soll ich in die Türkei auswandern? Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, mit 2 Kindern 1.500 €? Nein, tu's nicht. Also wenn du so leben willst, wie du Urlaub machst, weil das ist ja immer der Plan der Menschen, wenn sie auswandern, und du willst nach Urla, dann musst du mindestens das Doppelte verdienen. Und Leute, ich rede da echt keinen Schmarrn. Ich gebe euch ein Beispiel. 2024, das letzte Jahr, wo wir in der Türkei waren, habe ich für 2 Kinder, für einen privaten Kindergarten 650 € im Monat bezahlt und meine Miete war 70.000 TL. Das waren damals, ich glaube, 1.400 €.
Also da bist du schon bei 2.200 € circa nur an Miete und Kindergarten. Deswegen plant es sehr gut und schaut nicht immer auf, oh, da könnte ich noch 50 €, hier könnte ich noch 100 € sparen oder hier könnte ich noch 50 € dazu verdienen. Nein, wenn ihr mit Beträgen mit 50, 100 € und sowas jongliert, dann ist es nicht das. Meiner Meinung nach wandert's nur aus, wenn ihr sagen könnt: „Ich verdiene so viel, das sind meine Ausgaben und ich kann mir sogar noch 100 € jeden Monat am Monatsende kann ich mir zur Seite legen.“ Aber ich werde da auch noch Videos dazu machen. Ich möchte jetzt auch nicht, dass das Video hier 'ne Stunde lang wird oder so. Genau, noch eine Sache, politisch und so werde ich hier jetzt bestimmt nicht. Es geht hier wirklich nur um das Leben selber. Politik, ob Deutschland oder Türkei oder USA, werde ich hier nicht mit einbeziehen, weil jeder denkt an was anderes, jeder glaubt an was anderes, jeder hat ja, jeder Mensch ist Mensch, jeder denkt anders. Deswegen, ich werde hier nicht irgendwelche politischen Diskussionen mit den Leuten führen. Das ist eine ganz andere Story. Es geht einfach nur hier auf meinem Kanal ums Auswandern, nach dem Auswandern, wo wir jetzt momentan sind, wie man in Deutschland dann wieder von null anfängt. Genau, solche Sachen halt. Einfach that's life sozusagen. Schaue ich mal in meine Notizen weiter. Das war's eigentlich schon. Hm, ja. Okay. Also, wie gesagt, in dem Kanal werde ich euch über alles erzählen, wie wir dann von der Türkei auf die USA gekommen sind, wie wir gekommen sind, weil, USA auswandern ist wieder eine ganz andere Liga, als einfach mal kurz in die Türkei auszuwandern. Ansonsten folgt mir, kommentiert, liked das Video, schaut bei TikTok und Insta auch vorbei. Ähm, ich habe mich jetzt momentan privat noch beruflich ein bisschen umorientiert. Deswegen habe ich jetzt auch momentan viel zu tun. Ich hoffe, dass ich in der Woche einmal ein Video für euch hochlade, dass ich ein paar Reels oder sowas in Insta und in TikTok hochladen kann. Ansonsten bleibt dran. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.